Moin moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du hier bist. Ja, heute stelle ich euch meine Top 3 Freshies der Nischenmarke Xerjoff vor. Ja, Freshies steht natürlich für frische Parfums. Und bevor wir hier mit meiner persönlichen Nummer 3 starten, ihr seht das Parfum schon, Torino 21, möchte ich euch ganz kurz einmal Kobe einblenden. Kobe ist einer meiner absoluten Lieblingsparfums und sowieso Lieblingsparfums der Marke Xerjoff. Wird sich in meinem Top 10 Xerjoff Video auch relativ weit oben platzieren. So viel kann ich schon mal verraten. Aber weshalb habe ich Kobe hier nicht mit reingenommen? Es würde hier super gut mit reinpassen, weil es auch ein sehr frisches Parfum ist. Aber Kobe ist für mich nochmal weit mehr als in Anführungsstrichen nur frisch. Denn Kobe hat für mich eine sehr rauchige Kopfnote und hat den ganzen Duftverlauf über zu dieser Frische auch eben eine gewisse Würze. Und deswegen habe ich mich mehr oder weniger dagegen entschieden, das hier in das Top 3 Freshie Video mit reinzunehmen. Aber wie gesagt, ich bin ganz großer Fan von Kobe, aber das kommt dann eben in einem anderen Video. So, dann starten wir mit der Nummer 3, nämlich mit Torino 21. Ich zeige euch immer nur ganz kurz den Flakon und werde auch nicht so ausführlich auf das jeweilige Parfum eingehen, weil das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Und von Torino 21 habe ich sowieso schon mal ein ausführliches Review gemacht. Das blende ich euch gerne ein. Ja, ihr seht hier den blauen Flakon. Das ist so das Design der Join the Club Collection. Ja, Xerjoff, ganz tolle Qualität, hochwertiges Glas, massiver, schwerer Deckel, also wirklich alles prima und perfekt umgesetzt. Trifft meinen Geschmack zu 100%. So, Torino 21 ist ein Release aus dem Jahre 2021. Wie riecht es? Es ist ein sehr frisches Parfum. Hier wird aber zu einer gewissen Zitrik noch sehr stark mit einer minzigen Note gearbeitet wird. Also es ist eben auch nicht nur zitrisch, sondern auch sehr minzig. Und es ist für mich auch kräuterig grün. Es ist für mich so der Inbegriff eines Wellness-Spa-Parfums. Also zumindest ist das immer so meine erste Assoziation, die ich habe, wenn ich Torino 21 aufsprühe. Es hat für mich irgendwie so einen Wellness-Geruch. Also durch dieses grüne, kräuterige ist es für mich irgendwie so ein, in Anführungsstrichen, wirklich entspanntes Parfum. Ganz toll. Haltbarkeit 8 bis 9 Stunden. Die Sillage ist ein gutes Mittelmaß. Die 50 ml kosten 180 €. Ich hatte Torino 21 lange Zeit auf Platz Nummer 2. Ich habe aber jetzt für mich festgestellt, dass es ist ein ganz tolles Parfum, also versteht es nicht falsch. Aber dieses Grüne, dieses Kräuterige, was hier in Torino 21 ist, das habe ich für mich festgestellt, möchte ich und kann ich nicht jeden Tag tragen. Also wenn ich es trage, finde ich es ganz große Klasse. Und ja, aber es ist eben kein Parfum, was ich im Sommer jeden Tag tragen könnte. Da wäre mir eben so dieser kräuterige Touch ein bisschen too much. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Kritik, aber deswegen hat es jetzt hier eben in diesem Ranking nur für den 3. Platz gereicht. So, jetzt kommen wir zur Nummer 2. Wird mehr oder weniger den einen oder anderen bestimmt überraschen. Hier haben wir Renaissance. Überraschen warum? Weil es... ja, hier schaut euch mal das Muster an, also ein anderes Design als eben die Join the Club Collection. Wir haben hier diesen milchigen Flakon, aber ganz große Klasse, sagt mir auch persönlich sehr zu. Ja, überraschend meinte ich insofern, weil es mittlerweile es ist ein Release aus dem Jahre 2011, also schon ein etwas älteres Parfum ist. Und ich finde, das gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit. Jetzt eben auch zum Beispiel, seitdem es Torino 21 gibt, wird fast nur noch über Torino 21 gesprochen. Und ich finde, ja, ihr seht es ja, Renaissance ist hier auf dem 2. Platz. Ich finde, dass Renaissance sich hier nicht verstecken muss. Ganz im Gegenteil. Ich finde es sogar besser, schöner, wie auch immer. Ich sage euch auch warum. So, Renaissance ist für mich nämlich... ja, mit das frischeste Parfum in der Kopfnote, was ich kenne, weil hier wird mit einer kalabrischen Bergamotte, mit Zitrone und mit Mandarine in der Kopfnote gearbeitet. Hier hat man wirklich eine super
Ja, herbe, spritzige Erfrischung. Dann bekommen wir auch noch so eine minzige Note dazu. Also es geht kaum frischer und das Ganze wird auch noch so mit so einer leicht floralen Note unterlegt. Hier bekommt man so einen kleinen Touch von Rose und vom Maiglöckchen. Und diese Spritzigkeit, diese Frische wird im Drydown dann durch Moschus und durch Zedernholz so ein bisschen cremig, so ein bisschen pudrig. Und das macht das Parfum für mich einfach ja noch schöner in Anführungsstrichen als Torino 21. Und das ist eben auch ein Parfum, was ich im Sommer, ich habe eine gewisse Rotation, also eigentlich trage ich jeden Tag ein anderes Parfum, aber Renaissance ist für mich so ein Parfum, was man ohne Probleme jeden Tag tragen könnte, weil es so schön erfrischend ist und die Duft-DNA ja immer geht. Also es ist nichts, was irgendwie stört oder aneckt, sondern es ist einfach sehr erfrischend, leicht cremig, leicht floral. Also ja, deswegen wirklich die Nummer 2 bei mir hier im Ranking. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass Renaissance hier von diesen 3 Parfums das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Denn 100 ml kosten in Anführungsstrichen nur 220 Euro. Nur, weil, wenn wir es jetzt mal mit Torino 21, 50 ml für 180 Euro vergleichen, hat Renaissance ja einfach das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Das muss man ganz klar sagen. Die Haltbarkeit ist an mir sehr gut. Ich komme hier auf mindestens 9 bis 10 Stunden. Das ist für ein frisches Parfum überdurchschnittlich gut. Ich wurde selbst nach 12, 13 Stunden sogar noch auf dieses Parfum angesprochen, obwohl ich es persönlich da fast gar nicht mehr gerochen habe. Also es hält sich wirklich sehr, sehr gut und die Sillage ist auch ein gutes Mittelmaß. Also ganz tolles Parfum. Ja, für mich eine klare Empfehlung. So, jetzt kommen wir zur Nummer 1. Mein Liebling der Xerjoff Freshies. Es ist Nio. Auch hier zeige ich euch mal diesen tollen Flakon. Ja, dieses durchsichtige Glas. Ja, wie gesagt, Qualität immer hochwertig. Hier ist alles perfekt verarbeitet und hochwertig. Ja, Nio ist für mich die pure Erfrischung. Also stellt euch einfach eine Zitronenscheibe vor oder eine Limette vor und ihr beißt da rein und saugt die aus, lutscht die aus, wie auch immer. Das ist wirklich so die pure Erfrischung. Hier haben wir Bergamotte und wir haben hier sogar tatsächlich auch so eine leichte Rauchigkeit in der Kopfnote durch Neroli. Also es ist im Prinzip ein Bergamotte Neroli Parfum, aber diese Rauchigkeit zieht sich im Duftverlauf auch zurück und dann bleibt nur auch hier wieder in Anführungsstrichen nur noch diese pure Erfrischung übrig. Aber das ist es eben, was Nio für mich so besonders macht. Es ist ein Release aus dem Jahre 2009. Dieses Parfum gibt es schon so lange, aber es ist bis heute für mich eigentlich, ja, das Beste zumindest mit das beste zitrische, erfrischende Parfum. Also diese Duft-DNA, die ist einfach so, so toll und erfrischend. Also es kann man kaum besser machen. Es kamen so viele frische, zitrische Parfums in den letzten Jahren auf den Markt. Und ja, eigentlich kann kaum eines dieser Parfums Nio das Wasser reichen. Also wirklich ganz, ganz große Klasse. Wenn ihr die pure Erfrischung im Sommer haben wollt, dann ist Nio eben vielleicht auch eure Nummer 1. Meine ist es auf jeden Fall. So, 50 ml, 240 Euro. Ja, das könnte jetzt so ein kleiner Kritikpunkt sein im Vergleich eben zu anderen frischen Parfums, wie zum Beispiel Torino 21 oder noch deutlicher Renaissance, was dann eben nochmal ein ganz anderes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. 50 ml für 240 Euro ist nicht wenig. Für mich lohnt sich das aber einfach, weil ich eben dieses Parfum liebe. Aber da gibt es natürlich auch andere Alternativen. Aber für mich ist es trotzdem die ganz klare Nummer 1 und ja, eine klare Empfehlung. Also, dann alle nochmal zusammen. Hier haben wir Nio, die Nummer 1. Hier haben wir Renaissance, die Nummer 2. Hier haben wir Torino, die Nummer 3. So, machen wir das noch ein bisschen so. Und dann können wir ja ruhig einmal noch Kobe mit reinnehmen, was sich in dem Xerjoff Top 10 Video definitiv sehr weit oben platzieren wird. Aber aus den genannten Gründen habe ich es hier ja nicht mit reingenommen. So, ihr könnt ja gerne mal kommentieren, wie ihr das jeweilige Parfum findet. Ja, wie euer Top 3 Xerjoff Freshie Ranking wäre. Würde mich freuen. Ja, haut mal was in die Tasten. Lasst mir mal einen Kommentar da. Und ja, falls du meinen Kanal auch noch nicht abonniert hast
Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann ja, lass mir ein Abo da und aktiviere die Glocke, so bleibst du nämlich immer auf dem Laufenden. Danke, dass du eingeschaltet hast. Bleib gesund und munter und bis demnächst.